Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute nehme ich euch mit durch meinen Alltag und ganz nebenbei lernen wir zusammen jede Menge deutsche Wörter. Viel Spaß beim Zuschauen. Und falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Muhaddese, ich komme aus dem Iran, aber ich wohne in Deutschland und ich bin Deutschlehrerin. Hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dankeschön. Heute hatte ich um 9 Uhr morgens einen Konversationskurs. Einige von euch haben mich nach meinem Unterricht gefragt, deshalb wollte ich das kurz erklären. Alle meine Kurse laufen über eine Sprachschule im Iran. Ich arbeite also weiterhin dort, nicht an einer Sprachschule in Deutschland. Und alle meine Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer sind Iraner. Heute ist Samstag und wir haben einiges vor. Als erstes fahre ich zu einer Freundin, die in Köln wohnt. Die meisten unserer Freunde leben hier in unterschiedlichen Städten, deshalb sehen wir uns nicht so oft. Gerade als Auswanderer ist es wirklich ein großes Glück, gute Freunde in der eigenen Stadt zu haben. Übrigens, nachdem wir die 20.000 Abonnenten erreicht haben, habe ich das Profilbild meines YouTube-Kanals geändert. Schreibt mir unbedingt, wie euch das neue Profilbild gefällt. Wir treffen uns heute in einem neuen Café. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, da ist es. Das Café liegt im belgischen Viertel und ist total schön eingerichtet. Das ganze Konzept dreht sich um Zitronen. Diese vielen frischen Farben am Morgen machen direkt gute Laune und geben richtig Energie. Jetzt machen wir noch einen kleinen Spaziergang und schauen uns die schönen Läden und Dekorationen an. Die Ehrenstraße in Köln ist voller hübscher Geschäfte mit süßen und bunten Dingen. Allerdings ist hier auch fast alles ziemlich teuer. Schaut mal, wie niedlich diese Streichholzschachtel ist. Wir Iraner lieben ja oft bunte Dekor. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, aus welchem Land kommt ihr? Und mögt ihr für eure Wohnung lieber bunte Dekoration oder eher einen schlichten, minimalistischen Stil mit neutralen Farben? Okay, ich bin wieder zu Hause und möchte mich ein bisschen um meine eigenen Sachen kümmern. Mein Mann ist gerade einkaufen gegangen. Ja, Samstag, ne? Also eigentlich versuchen wir die Wochenenden mit unseren Freunden zu verbringen und etwas zu unternehmen, um den Alltag für eine Weile hinter uns zu lassen. Aber es gibt auch ein paar Dinge, die ich fast immer am Wochenende mache. Das erste ist, dass ich Vlogs für euch aufnehme. Ja. Das zweite ist, dass ich besonders sonntags versuche, ein paar Stunden lang wirklich nichts Besonderes zu machen und einfach nur zu entspannen. Ja, nach einer Woche voller Arbeit, Verantwortung, Lernen, Alltag und Stress brauchen unser Kopf und unser Körper einfach mal eine Pause. Ne? Ich wünschte, ich könnte das jeden Tag machen, aber leider ist das nicht realistisch, obwohl ich es wirklich brauche. Gerade in der letzten Zeit habe ich das Gefühl, dass ich wegen der vielen Gedanken und Sorgen etwas vergesslich und
zerstreut geworden bin. Ja, manchmal verwechsle ich die Namen meiner Schüler und Schülerinnen, vergesse Termine und lege Sachen an die seltsamen Orte. Ja, gestern habe ich Panis Hundefutter aus Versehen in den Küchenschrank statt in den Kühlschrank gestellt. Ja, mein Mann hat es heute gefunden. Ich hatte vorher überall gesucht und ich konnte das leider nicht finden. Und ich habe heute auch ein paar Dinge im Auto meiner Freundin vergessen. Ja, geht es euch manchmal auch so? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und falls ihr ein paar Tipps habt, wie man etwas konzentrierter wird und das Gedankenchaos in den Griff bekommt, freue ich mich sehr über eure Erfahrungen. Wirklich. Ja, ich glaube, ich müsste einfach mehr Pausen machen. Aber gerade in den ersten Jahren nach der Auswanderung gibt es viele Behördengänge, viel Arbeit, Lernen und alltägliche Aufgaben, dass man kaum wirklich zur Ruhe kommt. Ja. Aber es gibt eine Sache, die ich fast immer am Wochenende mache und die meinem chaotischen Kopf unglaublich hilft. Ja, ich schreibe meinen Wochenplan ganz detailliert auf. Wenn ich meine Pläne auf Papier schreibe, habe ich das Gefühl, dass sich meine Gedanken langsam ordnen. Plötzlich wird die kommende Woche viel klarer und ich weiß genau, was als nächstes ansteht. Plant ihr euren Alltag eigentlich auch oder entscheidet ihr eher spontan? Ich persönlich plane wirklich sehr gerne, sowohl langfristig als auch kurzfristig. Okay, jetzt ist es fast 19 Uhr und wir sind auf dem Weg zu unseren Freunden. Heute Abend wird der Himmel wahrscheinlich voller Feuerwerk sein. Ja, und vielleicht bleiben wir eine Weile und schauen es uns an, aber nicht zu lange, weil ja, wenn es zu laut wird, werden wir wieder nach Hause fahren, weil unsere Hündin Pani, große Angst vor Feuerwerk hat. Ja. Im Moment verbringe ich einen großen Teil meines Tages unterwegs. Auch wenn mich Verspätungen und Zugausfälle manchmal wirklich nerven, gibt es unterwegs immer wieder wunderschöne Ausblicke, die meine Laune sofort verbessern. Jetzt sind wir bei unseren Freunden angekommen. Diese kleine Süße heißt Dennis. Pani versteht sich normalerweise nicht besonders gut mit anderen Hunden. Aber mit Dennis, vor allem draußen oder wenn mehrere Leute dabei sind, kommt sie erstaunlich gut zurecht. Jetzt gehen wir in Richtung Rhein. Heute Mittag haben wir eher zufällig erfahren, dass heute Abend in Köln ein besonderes Event stattfindet. Die Kölner Lichter. Zum ersten Mal gibt es dieses Jahr vor dem Feuerwerk eine große Drohnenshow. Deshalb sind wir spontan hergekommen. Ja, und hier ist inzwischen richtig viel los. Die Drohnenshow mit rund 500 Drohnen hat begonnen. Ehrlich gesagt hatten wir keinen besonderen guten Platz, deshalb konnten wir viele die Figuren am Himmel gar nicht richtig erkennen. Das hier zum Beispiel soll eigentlich ein Phönix sein.
Ja, das ist das Foto, damit ihr sehen könnt, wie es von oben ausgesehen hat. Während ich dieses Video gerade schneide, ist das Event übrigens schon einen Tag vorbei und inzwischen wurden die offiziellen Fotos veröffentlicht. Das Motto der Kölner Lichter lautet dieses Jahr die magische Schule des Feuerwerks. Deshalb beginnt die Show mit einer kleinen magischen Geschichte. Ein Zauberer erscheint und anschließend entsteht aus rund 500 Drohnen ein riesiger Phönix am Himmel. Erst danach startet das große Feuerwerk. Ja, wie ich gesagt habe, hatte Pani so viel Angst. Es ist zu laut. Ja, deswegen fahren wir nach Hause. Ja. Das war's auch schon mit dem heutigen Vlog. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Ich freue mich wie immer riesig auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und bis bald.